Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Irgendwie sehe ich euch nicht. Mach mal einen Cut. Viel besser. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zum neuen Haul-Video aus dem Legoland. Ich glaube, ihr habt ja mitbekommen, dass wir vergangene Woche wieder am Ort des Geschehens waren und es gibt dort jede Menge einzukaufen. Rita hat sich nicht zurückhalten können, also haben wir wieder das ein oder andere Lego-Teil mit nach Hause geschleppt und wir zeigen euch jetzt gleich mal, was da alles mitgekommen ist. Womit wollen wir denn anfangen? Fangen wir vielleicht mit einem Shop an, den viele von euch schon nachgefragt haben. Und zwar dem sagenumwoben eigentlich nicht mehr existenten Schnäppchenzelt. Es heißt jetzt Outlet, ist kein Zelt mehr, sondern ein Container. Und es gibt dort relativ viele Sachen, die es auch im Schnäppchenzelt gab. Ihr seht, wir haben uns dort zurückgehalten. Ein kleines, kompaktes Säckchen. Rita hat dort großteils eingekauft, weil ich beim Filmen war. Genau. Und ich würde sagen, wir schauen mal rein, was da so mitgekommen ist. Das habt ihr schon im Video gesehen. Ich habe das ja Christoph gezeigt im Outlet. Das ist ein Monkey Kid Minifiguren Set, das eben reduziert ist. Und ich dachte mir, alleine die Frisur von ihr ist extrem cool. Das sieht man auch hinten vielleicht noch mal ganz gut. Die ist so mit schwarzen Haaren und auf der Seite gefärbt. Und ja, ihr wisst ja, Christoph ist ein Fan von Monkey Kid mittlerweile. Ja, seit neuem, also noch nicht lange und ich kenne mich noch nicht wirklich aus. Nein, aber die Figuren gefallen uns. Deswegen habe ich mir gedacht, das passt, das kommt gut. Ganz richtig. Hat mir ganz gut gefallen. Auch dann für Ritas Rucksack oder Koffer ein Namensschild, so aus Gummi. Die haben statt 5 Euro nur 1 Euro gekostet. Habe ich mir auch gedacht, das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Die sehen ganz nett aus. Und dann haben wir noch einen, ja. Wieder wie letztes Jahr auch, das Schnäppchenzelt bzw. jetzt Outlet ist halt perfekt für so kleine Mitbringsel, wenn man nicht wahnsinnig viel Geld ausgeben möchte. Man bekommt tolle Sachen, auch hier den Schlüsselanhänger mit diesem Lebkuchenmann. Auch der war, glaube ich, auf 1 Euro reduziert. 1 oder 2 Euro, irgend sowas hat der gekostet. Wir haben auch sogar noch mehr Schlüsselanhänger gekauft, aber die hat sich natürlich Ritas Mutter, die beim Trip mit war, schon gesnackt. Die sind nicht mehr hier drinnen, aber wir haben dort noch mehr Schlüsselanhänger gekauft. Es gibt auch noch dieses Männchen im Stiftkostüm und so weiter. Genau. Und dann hat Rita noch ein bisschen zugeschlagen. Ihr wisst ja, das Outlet ist die Fabrik für Duplo-Steine und es gibt dort Duplo-Teile extra zum Kaufen und Rita hat sich da für Tim ein bisschen bedient. Da gibt es extrem viele Tiere zum Kaufen derzeit. Also erst einmal die hier, genau, die so ähnlich sind wie die vom Zug, beziehungsweise die Badetiere und so weiter und so fort. Da habe ich die mitgenommen. Und es gibt aber auch die Tiere, die bei diesem Around the World Set, Duplo-Set dabei sind. Und da hätte es noch ewig viele andere gegeben. Löwen... Genau. Löwen, Tiger, alle, also Katzen, was weiß ich was. Also so viel. Wir haben aber so ein Around the World Set, deswegen hätte es sich nicht ausgezahlt, noch mehr Tiere mitzunehmen, aber definitiv empfehlenswert. Ganz richtig. Also dort könnt ihr auch zuschlagen, speziell wenn ihr kleinere Kinder zu Hause habt. Dann genau, und auch den Duplo-Stein, der leuchtet, der im Elsa-Set dabei war. Genau. Richtig, ja, den gibt es dort auch. Etwas, auf das ich ganz besonders stolz bin, wir haben ja beim letzten Besuch im Legoland unserem Neffen ein Schwert mitgenommen und ein Ninjago-Schwert und Tim war sehr eifersüchtig und wollte auch eins. Er ist zwar also 1 Jahr alt, aber er hat jetzt auch sein eigenes Schwert bekommen und er ist schon damit in der Wohnung herumgelaufen und ich bin total stolz auf ihn, denn er hat jetzt ein echtes Schwert hier mit Legoland-Branding, Löwenritter hier am Start, hat 10 Euro gekostet, ist so aus Schaumstoff, wird jetzt wahrscheinlich bei ärgeren Kampfhandlungen nicht ewig halten, aber ich finde es total cool und er bekommt vielleicht das nächste Mal von mir, von seinem Papa, vielleicht sogar noch den passenden Schild dazu. Was haben wir da noch? Dann waren wir noch im City Shop und dort hat es dieses Mal mehr gegeben. Also dort haben wir, glaube ich, so viel eingekauft wie noch nie und ich sehe gerade, hier wurde unser Ehrenkodex gebrochen. Es ist nämlich so, wir sind jetzt schon vor ein paar Tagen im Legoland gewesen. Dieses Video nehmen wir relativ zeitnah zum Erscheinen auf. Und ich sage zu Rita immer, bitte
halten wir die Sets geschlossen, filmen wir sie zuerst und dass alles komplett ist und nichts davon fliegt und dann erst nach dem Filmen dürfen die Sets geöffnet werden. Hier wird das aber offenbar nicht beachtet. Ihr wisst, also ich möchte ja sagen, ich habe das Set schon in der Autofahrt heim geöffnet, ja. Weil ich mir gedacht habe, ich möchte endlich wissen, ihr seht, da sind so Soundbricks dabei, bloß bekommt man nirgends die Information, welche Sounds da eigentlich abgespielt werden. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich schaue gleich mal rein. Und das sind eben diese zwei Duplo-Tiere dabei. Ihr seht, die haben immer ein schlafendes und ein waches Gesicht. Hinten eben mit diesem Druckknopf. Und ich kann euch das gleich gerne vorspielen. Die haben verschiedene Sounds, also nur exempelmäßig. Einmal immer was zu einer Geburtstagsfeier, deswegen auch hier das, also wo auch der Hund so quasi im Birthday ein Birthday-Lied bellt. Dann ein Lied oder ein Sound quasi, wo sie fressen, eins, wo sie schlafen und eins, wo sie spielen und gut gelaunt sind. Aber ich wusste eben nicht, ob die einfach nur miauen oder bellen und deswegen habe ich mir gedacht, ich muss das gleich aufreißen. Da haben wir einerseits eben den Hund. Was soll das sein? Schläft er? Ich glaube, der schläft, ja. Genau. Da wird er eben aufgeweckt und eben dann bellt er auch zwischendrin mal. Und das gleiche eben dann auch mit der Katze, die ich auch sehr süß finde. Genau. Genau. Da wird sie, glaube ich, gerade gefüttert. Also, genau. Sehr cool. Nettes Set auf jeden Fall. Auf jeden Fall sehr süß und auch wieder eben sowas zum Draufdrücken. Das findet der Kleine ja sehr, sehr cool. Und sie bellen und miauen nicht nur, sondern es sind auch andere Geräusche dabei, falls euch das interessiert. Also falls ihr wollt, macht Rita auch mehr Duplo jetzt, wenn ihr wollt. Gehen wir weiter zu Wichtigerem. Und da ich gesehen habe, da Rita unseren Arbeitsvertrag gebrochen hat, habe ich das auch gemacht. Sinn dahinter ist, dass ich gerade dieses Set aufbaue, weil wir dazu ein Review machen wollen. Wir haben uns den Bahnhof gekauft. Wahrscheinlich sehr kontroverses Set, wird von den einen geliebt, von den anderen gehasst. Ist ein 80-Euro-Set, was ich sehr überzogen finde, aber wir haben nochmal einen Gutschein gehabt, den wir hier gesetzt haben. Mir gefällt der Bus, mir gefallen so diverse Details, aber mehr dazu dann im Review zu diesem Set hier. Und das kommt sicher demnächst, weil ich bin schon fast fertig mit dem Aufbau. Ja, also Bahnhof habe ich mir gekauft. Und dann hat sehr viel für Rita gegeben. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Ich wollte sagen, jetzt kommen die besseren. Sie hatte Geburtstag und ist ja reichlich beschenkt worden von mir natürlich. Und ich darf euch jetzt präsentieren, was wir hier haben. Also ich kenne mich da jetzt nicht besonders gut aus, aber es sind jetzt jede Menge Harry Potter Sets, die hier im Anflug sind. So cool. Ihr kennt sie wahrscheinlich eh schon. Ich habe sie mir auch schon 100-mal angesehen. Wir haben hier einerseits Dumbledores Office, worauf ich mich sehr freue, denn erstens mal ist ein Denkarium dabei. Ihr seht das hier. Und ich finde es einfach cool, die Struktur von dem Gebäude, dass man das quasi irgendwo einfach draufsetzen kann. Ich weiß noch nicht, wie wir das genau umsetzen, wo ich es genau draufsetze, aber ich habe sowieso vor, dass ich bei Hogwarts da ein bisschen was umgestalte. Ihr wisst es. Deswegen, das wird alles noch höher und größer und mächtiger, unser Schloss Hogwarts. Und dann haben wir noch weitere Sets mitgenommen. Gib mir das mal her, dann stelle ich das wieder vom Tisch runter. Dumbledores Office. Genau, Dumbledores Office. Dann habe ich mir noch das mitgenommen, was ja ein total süßes Set ist, hier mit dem kleinen Baby-Testral. Da musste definitiv mit die große Testrale haben wir ja schon, aber ich dachte mir, komplett egal. Wir brauchen das Baby. Und genau, ansonsten Harry Potter hat wenigstens mal was anderes an. Also von dem her auch nicht so schlecht. Und Luna Lovegood, die finde ich auch immer super. Plus eine bedruckte Fliese, glaube ich, mit dem Quibbler. Also das ist auch eine sehr, sehr coole Sache. Freue ich mich auch schon drauf. Genau. Ich sage dazu gar nichts. Ich wollte ein Star Wars Set, wurde mir verboten zu kaufen, aber gut. Wir schieben ihn wieder weg, den Christoph, und kommen weiter zum Zaubereiministerium, von dem ich eigentlich recht begeistert bin. Ich weiß, viele finden das irgendwie doof, dass das eben nur so eine Mini-Fassade ist.
Und dass das ja eigentlich noch größer und noch mehr sein sollte, klar. Wenn man sich da, weiß Gott, wie viele kaufen würde, könnte man das sicher auch extrem cool noch machen. Aber ich finde zum Beispiel für den Vergnügungspark ist das als Durchgang irgendwo hin gar nicht so schlecht. Wir brauchen doch immer irgendwelche Durchgänge und da wäre das doch mega. Mir gefällt es auch, also das war das Set, was mich von Anfang an irgendwie am meisten begeistert hat von den Boxarts her, und ich finde auch, ich bin kein riesengroßer Harry Potter Fan, das wisst ihr, glaube ich. Mir gefällt die Serie, aber ich mag Star Wars zum Beispiel mehr oder Herr der Ringe, wo auch demnächst mal das Video kommt, wo wir die ganzen Hobbit- und Herr der Ringe-Sets anschauen. Nur ziert sich da Rita irgendwie so. Sie hat immer andere Ideen dann wieder, wenn ich daherkomme. Ich sage, komm, lass uns mal das Herr der Ringe-Video machen. Sie hat immer noch eine andere Idee. Demnächst kommt das. Ich habe das Set auf jeden Fall sehr interessant gefunden von der Optik her, und ich finde es cool, dass sie auch Sets machen jetzt wieder vermehrt, die nicht in Hogwarts sind, sondern dass man wirklich auch sich die ganze Welt aufbauen kann. Wie es ja, glaube ich, auch beim nächsten Set ist, oder? Das ist auch nicht Hogwarts, oder? Täusche ich mich? Naja, nicht das Schloss Hogwarts, aber es ist in der Nähe, aber gut. Ihr wisst, da bei Hogsmeade findet man die heulende Hütte, und die musste natürlich auch mit, ersten Mal finde ich das Gebäude an sich einfach echt cool gestaltet, und dann haben wir noch diese Verwandlungen zum Werwolf. Genau, ihr seht da hinten der Professor Lupin und der Sirius Black, der sich verwandeln kann in diesen Art schwarzen Hund, und dann haben wir noch den Krätze, den wir ja eigentlich nicht mögen. Den mögen wir nicht. Also ihr seht, Harry Potter wird in nächster Zeit um einiges erweitert werden. Bin gespannt, ob sich das platzmäßig überhaupt ausgeht. Ja, ich bin auch gespannt, aber es ist egal, wir werden irgendeinen Platz finden, und ich finde diese Sets einfach mega cool. Ja. Also ich freue mich wirklich drauf. Ich muss auch sagen, ist eine der schöneren Harry Potter Wellen der letzten Jahre, also ich finde auf jeden Fall, teilweise coole Spielfeatures, figurenmäßig kenne ich mich jetzt nicht besonders aus, aber die Gebäude und die Ideen gefallen mir sehr. Jetzt fragt ihr euch vielleicht... Ich wollte gerade sagen, ich habe mich ja zurückgehalten, weil ich habe nämlich nicht alles mitgenommen. Ich wollte eigentlich was anderes sagen, aber bitte. Also, der Grimmauld Place, der fehlt uns noch. Und den haben wir nicht mitgenommen, weil er uns nicht gefällt, sondern weil ich gehört habe, dass es bald im Lego Online Shop ein GWP geben soll, wenn man Harry Potter Sets einkauft. Und jetzt habe ich mir den noch ausgespart in der Hoffnung, dass ich dann das super GWP bekomme. Ganz richtig. Rita ist hier sehr schlau. Sie kauft sich diesen Grimmauld Place dann erst, wenn es diese fliegende Treppe gibt. Oder besser gesagt auch nur dann, wenn diese fliegende Treppe cool ist. Das gleiche habe ich übrigens gemacht. Das ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil wir schon angesprochen wurden mehrmals, was mit dem Passagierzug ist. Genau. Ich habe mir den bei Lego.com bestellt, am Tag, als wir im Legoland waren, um dieses Forest Hideout GWP zu bekommen. Ich habe ein bisschen herumgerechnet und habe mir dann gedacht, in Anbetracht der Situation, dass das GWP vielleicht sehr schnell aus sein wird, man weiß es nicht, dass sich das vielleicht auszahlt bei Lego. Wir hatten noch jede Menge Punkte, die wir dann dafür eingelöst haben, und dann habe ich dieses Set auch noch dazu bekommen, und den Güterzug habt ihr schon gesehen, den Passagierzug werdet ihr demnächst mal sehen. Den werden wir aufbauen in einem Stream mit Mr. Mero. Wann genau, weiß ich noch nicht, aber das wird noch bekannt gegeben. Rita ist begeistert, wie ihr seht. Ein Traum. Also der kommt auch noch, aber den hätte es, glaube ich, sogar gar nicht gegeben, der war ausverkauft. Was ich eigentlich noch sagen wollte, ist, dass wir natürlich jetzt gefragt werden von euch wahrscheinlich, warum wir diese Sets dort zum UVP kaufen, wenn es die wahrscheinlich bei Amazon und anderen Händlern viel billiger gibt. Wir hatten noch einen Gutschein, wir haben noch auf das ganze Sortiment einen Gutschein, ich weiß gar nicht wie viel, auf die von der Jahreskarte gehabt, und ich habe dann gesagt, Rita war schon so ungeduldig, wenn wir jetzt noch warten und dann wird das Set irgendwann mal ein paar Euro billiger, dann ist das auch schon egal. Sie freut sich, sie hat die Sets aus dem Legoland, und jetzt ist Ruhe. So, das schont meine Nerven so viel, dass ich gerne auf den einen oder anderen Euro verzichte. Ich habe ihn jetzt schon zu Tode gehabt. Also von dem her,
Egal. Und dann habe ich mir gedacht, warum nicht? Es schwärmt jeder von dieser Badewanne und ich wollte ja diese Badewanne auch haben. Und nämlich, es ist ja nicht nur die Badewanne, die cool ist, sondern auch die Figur, die dabei ist und es ist eine Quietsche-Ente dabei. Also es ist doch rundum ein Traum, dieses Set. Deswegen haben wir das auch gleich zweimal mitgenommen. Denn anscheinend beim Wendegesicht, was man leider von außen von der Packung nicht sieht, hält er ja die Luft quasi so an, so. Und genau, deswegen habe ich mir gedacht, das können wir sicher in irgendeiner Minifiguren-Situation in der Stadt super gut verbauen. Richtig, Distanzsets finde ich überhaupt total cool und ich habe schon mehrmals gesagt, wenn ich noch einmal ein 6-, 7-, 8-jähriger Junge wäre, ich hätte diese Sets geliebt. Jetzt die neuen mit den Loopings, mit den Hindernissen und so weiter, die sind leider sehr, sehr teuer, wahrscheinlich auch wegen diesen großen Formteilen, die nur dort vorkommen, aber irgendwie... Wie man die Sets das erste Mal voriges Jahr gesehen hatte, hat jeder geglaubt, das wird der größte Flop der Geschichte, aber ich glaube, die sind eigentlich ganz erfolgreich. Und jetzt mit den neuen Sets und mit diesen Ideen, ja, sind wir auch zufrieden. Dann haben wir noch von einem Zuseher, vielen lieben herzlichen Dank an dich, lieber Jürgen, haben wir im Legoland, den wir getroffen haben, ein Duplo-Magazin bekommen für Tim mit diesem kleinen Dino. Das freut uns wirklich sehr und das werden wir gemeinsam mit ihm lesen. Total coole, nette Comics da drinnen und wie gesagt, dieses Teil hier ist mehr als nett. Dann haben wir noch, und das wollten wir euch auch zeigen, im Legoland gibt es jetzt bei den Shops so diverse Jubiläumsbroschüren zu 90 Jahre Legostein. Da sind so kleine Anleitungen drinnen und es gibt auch Gewinnspiele und so weiter. Also natürlich muss man sich die Teile dazu kaufen, aber das ist, wenn man mehrere Sets hat und man möchte mal was anderes draus bauen, dann ist das vielleicht ganz cool von der Idee her. Die haben wir gerne mitgenommen, weil wir solche Broschüren immer sammeln. Und dann haben wir noch, ich glaube im Video habt ihr es vielleicht schon gesehen, ein Foto gekauft, ein Beweisfoto, dass wir hier mit dieser Wasserbahn gefahren sind. Ihr seht mich in der zweiten Reihe, stoische Ruhe, wartet, was passiert. In die erste Reihe. Und Rita gemeinsam mit ihrer Mutter voll in Action. Sie waren dann einige Sekunden später ganz schön nass hier auf dieser Bootsfahrt. Die Fotos könnt ihr euch kaufen um 12 Euro pro Stück oder ihr habt die Jahreskarte. Dann ist es nur die Hälfte. Genau, dann kosten die nur 6 Euro. Ist natürlich jetzt kein absolutes Schnäppchen, aber wir werden das Foto einrahmen und Ritas Mutter schenken und ich bin mir sicher, dass sie dann damit Freude hat. Und man bekommt dann auch immer noch einen Code dazu, mit dem man sich dann das Foto auch online herunterladen kann, was nur irgendwie ein paar Tage geht. Auf jeden Fall, das haben wir auch gemacht. Also wir haben es auch digital. Und dann finde ich es eigentlich schon wieder ganz okay. Und wie gesagt, es ist mal ein anderes Familienporträt als nur dieses, ganz richtig. Ja, also mir gefällt's. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, wo ist die Fabrik? Wo sind Minifiguren? Und ihr werdet es nicht glauben, ich habe Rita schon an die Stirn gefasst, ob sie Temperatur hat im Legoland. Wir waren in beiden Shops drinnen und haben dort aber dieses Mal nichts mitgenommen. Punkt 1, es gibt in beiden Shops eigentlich nichts Neues. Also wir haben durchgeschaut, wir haben gesehen, was für Teile es momentan gibt. Wenn ihr die Videos eingeschaltet habt, habt ihr vielleicht einen kleinen Eindruck davon bekommen. Ich habe da relativ schnell gefilmt. Es war im Minifigurenatelier zum Bersten voll und extrem heiß. Ich glaube, da hatte es 40 Grad in diesem Container drinnen. Unglaublich. Und da es keine neuen Minifigurenteile gab und auch die Ritter alle aus waren, die hätte ich mir nämlich noch gerne mitgenommen, sind wir dort vorbeigegangen. Dort sind die Figuren noch zum selben Preis zu haben, 10 Euro für 6 Figuren oder 1,99. Das Einzige, was ihr uns aufmerksam gemacht habt, ist, dass sie die Accessoire-Teile, die haben vorher 30 Cent gekostet, kosten jetzt 50 Cent, wenn ihr die extra kauft. Also auch dort schleichende Preiserhöhung. Da es aber keine neuen Figuren gab, haben wir dort nichts mitgenommen. Überall. Ja, und eben auch in der Fabrik, um genau zu sein, 11% Preiserhöhung auf die 100 Gramm Teile. Es gab viele bedruckte Teile nicht mehr. Teilweise auch bei den Pflanzenteilen ist mir das Sortiment ein bisschen schwächer vorgekommen. Dieses Mal auch bei den Stützen und diesen Containerpanelen haben wir nicht mehr alle gesehen.
Und wir haben ja in den letzten Malen, wir sind ja jetzt das 4. Mal schon dort gewesen. Wir haben ja schon so viel eingekauft. Also wir schauen ja wirklich, dass wir eben das einkaufen, was wir auch brauchen. Und wir haben definitiv genug für das, was wir brauchen. Und von dem her haben wir uns gedacht, wir nehmen einfach dieses Mal nichts mit, weil wir derzeit einfach wirklich mehr als genug haben zum Bauen. Ja. Wird sich sicher wieder mal ändern, aber fürs Erste definitiv mal genug. Und ja, aber an sich, weil Christoph gerade so schrecklich geredet hat, also es gibt natürlich noch viele tolle Teile. Es gibt noch die Supermauersteine in allen möglichen Farben, in 2er und 4er, die ich so cool finde. Und eben auch noch sehr viele Pflanzenteile und so weiter und so fort. Aber eben, ja, von dem haben wir jetzt sehr viel mitgenommen. Und da habe ich mir gedacht, ich investiere mein Geld lieber in Harry Potter. Oder mein Geld, um genauer zu sein. Ja, wir hätten also jetzt nochmal dieselben Teile kaufen können, die wir für unsere Stadt brauchen. Genau. Das wären wieder Pflanzenteile gewesen, das wären wieder Bögen für die U-Bahn gewesen, das wäre wieder das gewesen. Und ihr wisst ja schon, welche Teile wir gerne haben. Nochmal, wir haben jetzt wirklich mal ein bisschen Zeit gehabt, auch die Teile zu sortieren und wir haben momentan jetzt genug daheim. Ja. Außerdem haben wir mit einem Mitarbeiter dort gesprochen und er hat uns verraten, dass demnächst vielleicht neue Teile reinkommen, die es dieses Jahr noch nicht gegeben hat. Angaben ohne Gewähr hier natürlich, aber wenn dem so sei, dann wir bleiben auf der Spur. Sind wir in Richtung Sommer auf jeden Fall wieder dort und wenn es dann neue Teile gibt, dann sind wir auf jeden Fall mit dabei. Oder auch wenn ihr dort seid und ihr es erfährt, könntet ihr uns das ja auch schreiben. Das wäre super nett von euch. Das wäre natürlich Freundschaftsdienst par excellence, ganz richtig. Genau. Ein kleines Wort noch zu unserem neuen Audiosystem. Ihr habt ja gesehen und wahrscheinlich auch gehört, dass wir uns ganz kurz, bevor wir da ins Legoland gefahren sind, dieses Schmuckstück hier geleistet haben. Das sind Rode Wireless Go 2 Mikrofone und zwar in der Dual-Ausführung. Einmal für Rita, einmal für mich. Kurze Geschichte, wir haben mehrmals schon überlegt, ob wir nicht auf sowas umsteigen, um ein bisschen mobiler zu sein, um ein bisschen flexibler zu sein. Diesen Empfänger setzt man auf die Kamera drauf und dann gibt es eben 2 Wireless-Mikrofone, die theoretisch 100 Meter Reichweite haben. Wir haben die Mikrofone am Dienstagnachmittag mit der Post bekommen, hatten dann nur mal ganz kurz Zeit, die ein wenig unten auf der Straße, wo Autos und Züge vorbeifahren, wir wohnen ja gleich beim Bahnhof, zu testen. Ich bin dann ein paar Mal rauf, habe die Einstellungen eingestellt, es gibt eine Software, man kann da ziemlich viel einstellen. Also es ist bestimmt so, dass die noch nicht 100% auch mit unserer Kamera eingestellt sind. Was können wir jetzt sagen? Im Großen und Ganzen haben diese Mikrofone echt gute Arbeit geleistet. Ist total cool zu hören, wenn jemand ein wenig weiter weg steht, dass er auch sprechen kann, weil das ging mit unserem Richtmikrofon. Wir haben sonst das Rode Video Mic, das blende ich euch jetzt ein. Da kann immer nur der sprechen, der genau entweder vor oder hinter der Kamera steht. Dem wollten wir Abhilfe schaffen. Ich habe mir jetzt um fast 300 € diese Mikrofone gekauft. Und Rita, was ist dein Eindruck davon? Ja, es ist irgendwie, die Tonqualität ist teilweise nicht so gut gewesen. Ihr habt es auch in die Kommentare geschrieben, dass es teilweise ist, wie wenn irgendwas quasi vor unseren Mund gehalten würde. Das ist ein bisschen Mikrofon dumpf natürlich, ja. Aber ansonsten, ich finde es halt echt cool, wenn ich nicht ganz neben Christoph stehe, dass ich trotzdem was sagen kann und ihr mich so super hört. Also irgendwann bin ich da mal beim Piratenbereich ein bisschen weiter weggegangen, zum Beispiel von Christoph, und man hat mich trotzdem gehört, als wenn ich direkt neben ihm stehen würde. Also das finde ich cool. Der Preis ist natürlich heftig, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber ja, ich weiß das nicht, keine Ahnung. Also wir hatten diverse Male, danke Rita für diesen Einwand und deine Information, vollkommen richtig. Wir haben jetzt Leute gesehen in den Kommentaren, die geschrieben haben, der Ton ist sehr gut, wir sollen den so lassen. Wir haben Leute geschrieben, die haben gesagt, es hört sich etwas dumpf an, ob man das nicht noch einstellen kann, dass das etwas klarer wird von der Tonqualität. Was dazu kommt, ist natürlich, und ihr habt es euch vielleicht schon gedacht, wir haben die Mikrofone untertags immer wieder mal, wenn wir essen waren oder so weiter, ausgeschaltet und diesen Empfänger da die Akkus drinnen haben. Und wir wussten nicht, wie lange die halten. Ja. Und wir wollten natürlich nicht, dass uns mitten am Tag die Akkus hier ausgehen und wir können dann erst recht wieder nichts filmen. Ich hatte zwar das andere Mikrofon als Backup dabei, aber wir wollten das gerne mit denen probieren. Und natürlich passierte es da manchmal,
dass die Mikrofone aus waren, weil wir sie vergessen haben einzuschalten. Oder sie sich nicht verbunden haben. Das heißt, wir hätten es eingeschalten, aber auf einmal haben sie sich gar nicht verbunden und wir haben das nicht gecheckt. Und dann während dem Filmen sagt Christopher einmal, okay, es hat einfach gar nichts aufgenommen von dem, was ich gesagt habe. Das ist natürlich dann irgendwie bitter. Ja, und das, was Rita jetzt anspricht, ist das Hauptproblem, was ich oder wir jetzt momentan sehen mit diesen Mikrofonen. Aus welchem Grund auch immer, ich kann es euch nicht sagen, verbinden sich diese beiden Mikrofone teilweise nicht mit dem Empfänger. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es funktioniert 5-mal, 6-mal ohne Probleme und beim 7. Mal verbinden sie sich einfach nicht und man muss diesen Empfänger hier 10, 15 Mal ein- oder ausschalten, damit er wieder die Mikrofone erkennt. Die Mikrofone glauben, sie sind verbunden, es leuchten hier die 2 blauen Punkte, das heißt, sie sind voll verbunden, haben auch Empfang, aber dieser Empfänger hier spinnt irgendwie. Ich habe schon am Dienstag sogar ein Firmware-Update gemacht, das heißt, die laufen auf der neuesten Version. Wenn ihr damit Erfahrung habt, gerne her damit mit euren Mitteilungen in den Kommentaren, aber das war in Richtung Abend dann, ich weiß nicht, wurde das irgendwie heiß oder ist das überhitzt oder was auch immer, wurde das dann immer häufiger und ich habe dann im Legoland schon gesagt, wenn das so weitergeht, dann können wir diese Mikrofone leider nicht im Alltagsbetrieb einsetzen, da es nichts Blöderes gibt, als wenn sich die beiden hier nicht verbinden, weil dann kann man einfach nichts machen. Ja. Ich habe schon gedacht, irgendwer anderer von euch läuft auch mit solchen herum und wir verbinden uns jetzt genau mit den Falschen. Ja, also kann schon sein, dass unsere Flüche und Schimpfwörter, die wir abgegeben haben, während wir das verbinden wollten, irgendwo anders drauf sind. Also das ist wirklich ärgerlich und ich weiß nicht, ob das ein Problem ist, was öfter vorkommt oder ob nur unser Gerät defekt ist. Wir haben auf jeden Fall gesagt, wir lassen uns jetzt noch ein paar Tage Zeit, probieren noch ein bisschen herum, warten natürlich auch noch eure Kommentare ab und vielleicht kann man bei der Software noch irgendwas einstellen, um die Qualität ein wenig zu verbessern. Sollte es nicht viel besser werden, glaube ich, bin ich fast dafür, dieses System hier zurückzuschicken. Wir haben das so gekauft, dass wir das mehr oder weniger einen Monat lang testen können und bei nicht gefallen unser Geld wieder dafür bekommen. Es ist auch so eine schmucke Tasche dabei, Ladekabel und so weiter. Also es ist wirklich, Rode macht wirklich einmalige Mikrofone. Aber wir haben uns hier für fast 300 €, ehrlich gesagt, ein wenig mehr erwartet. Ja. Das ist so unser Eindruck davon. Schreibt uns sehr gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet und auch vor allen Dingen, wie für euch der Ton war, ob er im Vergleich zu den älteren Legoland-Videos nicht etwas dumpfer und schwächer war. Das ist jedenfalls mein Eindruck davon. Ich finde, das war unser interessantester Haul bisher, denn wir haben irgendwie alles Mögliche drinnen gehabt. Schwerter, Duplo und Mikrofon-Review. Ich kann euch nicht mehr bieten als das. Also ich muss schon sagen. Ich sag auch, ja. Dann bauen wir jetzt mal. Wir werden schauen, dass das Bahnhof-Review demnächst mal online geht. Rita brennt auch schon unter den Fingernägeln mit ihren Harry Potter-Sets. Jetzt wird alles aufgerissen und gebaut und wir sehen uns dann demnächst mal wieder. Ja. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr so eingekauft habt im Legoland, auch was ihr von diesem neuen Outlet haltet, von der Preiserhöhung in der Fabrik und dann sehen wir uns demnächst wieder, vielleicht sogar in Wild City. Oh mein Gott. In dem Sinne, bis bald. Macht's gut. Tschüss.